Todd und Barbara Kenthammer lernten sich kennen, als sie 16 Jahre alt waren. Er gestand ihr, dass er sich auf den ersten Blick in Barbara verliebt hatte. Sie waren zunächst befreundet und begannen dann, sich zu treffen. Das war im Jahr 1989. 2 Jahre später heirateten die beiden und zogen zusammen nach Wisconsin. Bald darauf kam ihre Tochter Jessica zur Welt, gefolgt von ihrem Sohn Jordan. Die Tochter erzählte, dass ihre Mutter ihren Vater oft als wilden Hasen bezeichnete, weil er immer in Bewegung war und ständig neue, verrückte Ideen hatte. Barbara war bereit, mit Todd alles zu wagen. Sie liebten sich und stritten sich selten. Barbara arbeitete in der Schulkantine der West Salem High School. Todd in einer Fabrik zur Herstellung von Aluminiumdosen. Barbara und Todd hatten auch gemeinsame Nebenjobs bei der Renovierung von Häusern. Außerdem verdiente er sich noch etwas dazu, indem er Glasarbeiten ausführte. Er ersetzte zerbrochene Schaufenster und Windschutzscheiben von Autos. Die Familie lebte in Wohlstand. Im Jahr 2016 feierten Todd und Barbara ihren 25. Hochzeitstag und ihre älteste Tochter schenkte ihnen ihren ersten Enkel. Dieses Jahr wurde jedoch zu einem Wendepunkt im Schicksal des 46-jährigen Ehepaars Kenthammer. Am 16. September 2016 wachten Todd und Barbara früh am Morgen auf und machten sich bereit für die Arbeit. Der Ehemann fuhr seine Frau mit dem Auto zur Vorschulkantine. Für den Abend dieses Tages war ein Treffen mit den Kindern in einem Restaurant geplant. Der Sohn Jordan, der noch bei seinen Eltern wohnte und das College besuchte, erzählte, dass er hörte, wie sich die Garagentür öffnete. Die Eltern stiegen ins Auto und fuhren los. Sie stritten sich nicht und diskutierten nicht. Jordan bemerkte nichts Ungewöhnliches. Um 7:45 Uhr hielten Barbara und Todd vor dem Haus einer Nachbarin. Sie passten auf das Haus der Frau auf, während sie abwesend war. Sie blieben nur wenige Minuten im Haus und danach stieg Barbara wieder ins Auto, was sehr seltsam war. Sie fuhren in die entgegengesetzte Richtung von Barbaras Arbeit. Sie fuhren auf einer Landstraße und in diesem Moment geschah etwas Schreckliches. Um 8:05 Uhr rief der außer sich geratene Todd Kenthammer den Notdienst an und meldete, dass er und seine Frau Barbara in einen schrecklichen Autounfall auf einer Landstraße unweit von La Crosse im Bundesstaat Wisconsin geraten seien. Er berichtete am Telefon, dass Barbara auf dem Beifahrersitz gesessen habe und ein Metallrohr durch die Windschutzscheibe ins Wageninnere geschleudert worden sei, das die Windschutzscheibe des Autos zerschmettert habe. Die Frau sei am Kopf und am Hals verletzt worden. Als die Polizei am Unfallort eintraf, erzählte er, dass er zunächst gedacht habe, es sei ein Vogel gewesen. Doch im letzten Moment sah er, dass ein Metallrohr direkt auf sie zuflog. Es war aus einem vorbeifahrenden LKW gefallen und traf Barbara direkt. Das Metallrohr, das die Frau tödlich verletzte, war etwa 1,35 Meter lang und wog etwa 10 Kilogramm. Es war ziemlich schwer. Die Frau war bewusstlos, atmete aber noch. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Todds Kleidung war voller Blut seiner Frau. Der Mann zitterte, geriet in Panik und machte sich große Sorgen um seine Gattin. Im Krankenhaus teilten die Neurochirurgen mit, dass Barbara in einem kritischen Zustand sei und ihre Prognose schlecht sei. Ihr Gehirn war innerhalb von weniger als 24 Stunden tot. Am frühen Morgen des 17. September 2016 starb die 46-jährige Barbara Kenthammer, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Ihr Mann und ihre Kinder waren untröstlich und konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie willigten ein, Barbaras Organe für bedürftige Patienten zu spenden. Doch damit war der Albtraum der Familie Kenthammer noch nicht vorbei. Die Polizei begann zu vermuten, dass der Mann für den Tod seiner Frau verantwortlich war. An seinen Fingergelenken wurden Kratzer festgestellt, außerdem befand sich Blut an seinem Hals. Die Polizei dokumentierte die Kratzer. Die Ermittler waren der Ansicht, dass Todds Aussagen viele Ungereimtheiten enthielten. Die Polizei suchte einige Zeit nach dem LKW und befragte Anwohner, ob jemand an diesem Tag einen LKW gesehen habe. Außerdem werteten sie die Aufnahmen einer Überwachungskamera an einem Gebäude in der Nähe des Unglücksortes aus. Auf dem Video war zu sehen, wie Todds Auto gegen 7:57 Uhr die Straße entlang fuhr. Gleichzeitig fuhr jedoch kein LKW, der der Beschreibung entsprach, die er der Polizei gegeben hatte, auf dieser Straße in die entgegengesetzte Richtung. 4 Tage nach dem Vorfall führte der Gerichtsmediziner die Obduktion von Barbaras Leiche durch. Die Frau wies 3 tiefe Wunden am Hinterkopf auf.
Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Barbara an stumpfen Verletzungen am Kopf und Hals mit Schädelbrüchen, Brüchen des Ringknorpels und schließlich eingetretenem Hirntod gestorben war. Der Ringknorpel ist eine ringförmige Struktur aus Knorpel, die sich im unteren Teil des Halses befindet. Ein Bruch dieses Knorpels könnte durch Ersticken verursacht worden sein. Außerdem wurden bei Barbara zahlreiche Kratzer am Hals, eine gebrochene Nase, eine Platzwunde an der Stirn und Blutergüsse am ganzen Körper festgestellt. Auf den Fotos, die von der Polizei am Unfallort aufgenommen wurden, waren bei Todd Schürfwunden an den Händen sowie Kratzer am Hals und an der Brust zu sehen. Der Mann gab an, dass er sich diese bei der Arbeit mit Glas zugezogen habe, da er nebenbei als Autoglaser tätig sei und zerbrochene Windschutzscheiben austausche. Es fand sich ein Zeuge, ein örtlicher Bauarbeiter, der berichtete, dass er gegen 8 Uhr morgens an Kenthammers Auto vorbeigefahren sei, aber keine Schäden an der Windschutzscheibe oder Personen in der Nähe bemerkt habe. Das Auto stand am Straßenrand, jedoch war Barbara nicht darin. Die Polizei vermutete, dass Barbara vor ihrem Mann geflohen sein könnte und sich im hohen Gras versteckt habe, während ihr Mann ihr am Tag des Vorfalls hinterhergelaufen sei. Barbara hätte um 8 Uhr zur Arbeit gehen müssen, aber sie rief ihre Kollegen nicht an und sagte nicht, dass sie sich verspäten würde. Sie rief auch ihre Mutter nicht an, obwohl sie sich sonst jeden Morgen vor der Arbeit bei ihr meldete. Todd Kenthammer erzählte den Ermittlern, dass er eine Windschutzscheibe für den LKW von Justin Heyman, seinem Kollegen, anfertigen sollte, mit dem er zusammengearbeitet hatte. Als sie mit Barbara zur Arbeit fuhren, beschloss er, bei Justin vorbeizufahren, um den LKW zu begutachten und die Details zur Montage der Windschutzscheibe zu klären. Die Polizeibeamten fragten ihn, ob er Justin zuvor angerufen habe. Er antwortete, dass er das nicht getan habe, da er sicher gewesen sei, dass Justin zu Hause sei. Als die Ermittler jedoch mit Justin Heyman sprachen, erzählte er eine ganz andere Geschichte. Der Mann gab an, dass er bei Todd nie eine Windschutzscheibe bestellt habe, er brauche sie nicht. Außerdem stellte sich heraus, dass Todd nicht einmal wusste, wo Justin wohnte. Etwa eine Woche nach Barbaras Tod, am Tag vor der Beerdigung, baten die Ermittler ihren Mann unter dem Vorwand, sie hätten Hinweise auf Lastwagen, aus denen an jenem Tag das Rohr gefallen sein könnte, zur Wache zu kommen. Todd Kenthammer erschien auf der Wache. Als die Ermittler mit der Befragung begannen, wirkte er verwirrt und vergesslich. Zu den Details sagte der Mann, er nehme Beruhigungsmittel, habe aber vergessen, sie einzunehmen. Deshalb mache er sich große Sorgen. Je länger die Befragung dauerte, desto mehr wurde den Ermittlern klar, dass er log. Außerdem stellte der Gerichtsmediziner fest, dass die Frau nicht an einem Zusammenstoß mit dem Rohr gestorben war. Als die Polizei darauf bestand, zu erfahren, wohin er an diesem Tag tatsächlich fahren wollte, änderte Todd Kenthammer seine Aussage. Nun versicherte der Mann, dass er nicht zu Justin Heyman gefahren sei, sondern zu dessen Freund. Später fand die Polizei auch diesen Freund, der erneut angab, dass er keine Windschutzscheibe benötige. Er habe sich mit Todd zu diesem Thema noch nie unterhalten. Nach 3,5 Stunden Verhör ließen die Ermittler Todd nach Hause gehen, doch bereits 3 Monate nach Barbaras Tod wurde Todd Kenthammer verhaftet. Im Dezember 2017, als er im Fall Barbara vor Gericht stand, kamen fast alle Anwesenden, um ihn zu unterstützen. Seine Tochter Jessica glaubte nicht, dass ihr Vater am Tod ihrer Mutter beteiligt gewesen sein könnte, fürchtete jedoch sehr, dass das Gericht ein hartes Urteil fällen könnte. Die Sachverständige Dr. Caitlin McCabe erklärte vor Gericht, dass die Todesursache bei Barbara Kenthammer Kopf- und Nackenverletzungen durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand gewesen seien. Der Anwalt von Todd, Stephen Hurley, versuchte diese Aussage anzuzweifeln, indem er darauf hinwies, dass am Tatort auf dem Boden des Beifahrersitzes eine große Tasse von Barbara gefunden worden sei. Todds Anwalt fragte die Gerichtsmedizinerin, hätte die Tasse ihr ins Gesicht schlagen können, wenn sie sich aufgerichtet hätte, um einem Zusammenstoß mit dem Rohr zu entgehen und dadurch die Verletzungen verursacht hätte? Die Ärztin antwortete, das könnte sein, das ist möglich. Der Anwalt, der die Gerichtsmedizinerin befragte, ging jedoch überhaupt nicht auf den Bruch des Knorpels im Halsbereich ein, der höchstwahrscheinlich durch Ersticken entstanden sein könnte. Die Windschutzscheibe des Autos löste ebenso heftige Kontroversen aus wie die medizinischen Beweise. Der Sachverständige der Verteidigung, Mark Michulan, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit Glas hat,
ist der Ansicht, dass die Beweise Todds Version stützen. Seinen Worten zufolge deuten die Risse in der Windschutzscheibe auf 3 Schläge hin. Der erste war ein Schlag mit der Hand, als Todds Faust gegen das Glas schlug, der zweite erfolgte, als das Rohr die Windschutzscheibe durchschlug, und der dritte Schlag erfolgte, als er das Rohr aus der Windschutzscheibe zog. Die Kriminaltechniker stellten jedoch fest, dass die Windschutzscheibe von außen 2 Einschläge aufwies. Das Rohr konnte nicht zweimal gegen das Glas schlagen. Das war schlichtweg unmöglich. Jessica und Jordan verteidigten ihren Vater vor Gericht vehement. Sie glaubten nicht, dass er ihre Mutter hätte töten und dann 5 Minuten später die Polizei anrufen können. Jordan berichtete, dass sein Vater im Keller etwa 28 Gewehre habe. Wenn er Barbara hätte töten wollen, hätte er diese Inszenierung mit dem Rohr nicht auf einer belebten Straße abgezogen. Jordan erklärte außerdem, dass sein Vater niemals die Hand gegen Barbara erhoben habe. Vor Gericht erklärte der Mann, er sei während der polizeilichen Verhöre in Panik geraten, als er verschiedene Geschichten darüber erzählte, wohin sie an jenem Morgen mit seiner Frau gefahren seien. Hier sind Todds Worte. Wenn ich mir dieses Video ansehe, und ich bin auf dem Bild, aber ich sage, das bin nicht ich. Ich bin nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wohin ich gehe und was ich tue. Ich habe nur an Barbara gedacht. Außerdem erzählte er den Geschworenen von einer dritten Person, die er angeblich am Tag des Vorfalls treffen wollte, Jared Dillingham. Später stellte die Polizei fest, dass Jared mit Todd keinen Termin für den Austausch der Windschutzscheibe vereinbart hatte. Am 15. Dezember 2017 wurde Todd Kenthammer des vorsätzlichen Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. 3 Monate später fand erneut eine Verhandlung statt, in der entschieden werden sollte, ob er Anspruch auf eine vorzeitige Entlassung nach 30 Jahren habe. Kenthammers Kinder waren fassungslos, als die Cousine ihrer Mutter vor Gericht erschien. Die Frau sprach sich gegen Todd aus und verlas einen Brief, der von mehreren anderen Verwandten unterzeichnet war. In dem Brief hieß es, dass sie sich zusammengeschlossen hätten, um Barbara zu schützen, und sie forderten, Todd die höchstmögliche Strafe aufzuerlegen. Todds Tochter Jessica berichtete, dass ihre Mutter ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Cousine gehabt habe. Sie hätten in letzter Zeit kaum Kontakt gehabt, da sie sich zerstritten hätten. Todd musste zusammen mit Barbara ihr Haus verkaufen, um die Anwälte und Juristen zu bezahlen. Der Richter entschied, dass Todd Kenthammer Anspruch habe, nach 30 Jahren bedingt auf Bewährung entlassen zu werden. Doch damit war die Sache noch nicht beendet. Jessica und Jordan wollten nicht aufgeben. Sie beschlossen, den Namen ihres Vaters reinzuwaschen. Bald bot sich ihnen die Chance zu beweisen, dass die Verteidiger ihres Vaters vor Gericht ineffektiv gearbeitet hatten. Jessica und Jordan legten im August 2021, 4 Jahre nach der Verurteilung, neue wichtige Beweise vor. Todd Kenthammer erschien erneut vor Gericht. Dort bestritt er erneut seine Schuld und erklärte, seine Frau sei durch einen Zusammenstoß mit einem Rohr ums Leben gekommen. Die Anklage hingegen behauptete, er habe seine Frau getötet und selbst die Scheibe des eigenen Autos eingeschlagen, damit alles wie ein Unfall aussehe. Todds Anwalt lud den Pathologen Natasha Kotias zur Anhörung vor, der rund 6000 Obduktionen durchgeführt hat. Er hat die medizinischen Unterlagen und Fotos der Frau untersucht. Der Arzt fand an Barbaras Leiche keine Spuren eines Kampfes und widersprach damit den Schlussfolgerungen des Gerichtsmediziners. Dr. Kotias vermutete, dass die Verletzung am Ringknorpel im Hals mit einem Schlag zusammenhängen könnte und dass der große Reisebecher, der sich während der Fahrt auf den Knien der Frau befand, die Wunden am Hinterkopf erklären könnte. Seiner Ansicht nach habe sich Barbara vor Schreck einfach nach vorne gebeugt und der Becher habe ihren Hinterkopf getroffen. Dr. Kotias versicherte, dass die Frau infolge eines Autounfalls ums Leben gekommen sei. Die Verteidigung zog einen weiteren Experten hinzu, Dr. Jeffrey Loftus. Per Videokonferenz erklärte der Arzt, er gehe davon aus, dass Todds Psyche zum Zeitpunkt des Unfalls traumatisiert gewesen sei. Sein Gedächtnis sei teilweise ausgelöscht worden. Die Erinnerungen an diesen Tag, so der Arzt, seien der Grund dafür, dass er ständig seine Aussagen änderte. All dies sei eine Folge des Stresses durch den Unfall. Im Rahmen ihrer Ermittlungen versuchten die örtlichen Behörden, Todds Schilderung des tödlichen Unfalls zu rekonstruieren.
Sie führten ein Experiment durch, bei dem sie ein ähnliches Rohr von der Ladefläche eines Lastwagens fallen ließen, um zu sehen, ob es die Windschutzscheibe eines Autos treffen könnte. Ursprünglich waren Todds Anwälte der Ansicht, dass dieses Experiment keine Ergebnisse liefere. Daher wurde das Video dieses Experiments, das bereits 2017 durchgeführt worden war, erst 2021 vorgelegt. Die Ergebnisse des Experiments zeigten, dass das Rohr, wenn es so aufgesprungen wäre, wie auf dem Foto zu sehen ist, tatsächlich in die Windschutzscheibe hätte treffen können. Bei 4 Versuchen, das Rohr fallen zu lassen, schlug es einmal auf den Boden und prallte ziemlich hoch ab. Dies bewies, dass die von Todd beschriebene Geschichte durchaus der Realität entsprechen könnte. Die Anwälte legten dem Gericht noch ein paar Videos mit ähnlichen Unfällen vor, was darauf hindeutete, dass Todds Geschichte kein Einzelfall war. Bei anderen Unfällen gab es keine Opfer, aber die Fahrzeuge wurden beschädigt, da die Rohre direkt in den Unfall verwickelt waren. Zu diesem Fall wurde eine weitere Sachverständige gehört, die etwa 5000 Autopsien durchgeführt hatte. Dr. Lindsay erklärte, dies ist ein Fall, in dem nicht alles so eindeutig ist. Die ursprüngliche Autopsie wurde sehr gut durchgeführt und die Schlussfolgerungen der Gerichtsmediziner waren sehr vernünftig. Dennoch erklärte Dr. Lindsay, dass sie nicht zu denselben Schlussfolgerungen gekommen wäre. Sie stimmte dem Pathologen der Verteidigung zu und glaubte nicht, dass Barbara erwürgt worden sei. Die Ärztin berichtete, dass sie in ihrer Praxis noch nie einen gebrochenen Ringknorpel bei einer Strangulation gesehen habe. Die Geschworenen hielten die Strangulationsversion dennoch für die überzeugendste. Außerdem erklärte einer der Geschworenen, Tim Brennan, während der Verhandlung, dass Todds Aussagen im Gerichtssaal für ihn unsicher und widersprüchlich klangen. Im Mai 2022 wies der Richter den Antrag von Todd Kenthammer auf ein neues Gerichtsverfahren zurück. Todd Kenthammer plant, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen. Todds Tochter Jessica gab zu: Früher hat es mich genervt, dass mein Vater mich ständig anrief und sich aufdrängte, zu Besuch zu kommen, aber jetzt vermisse ich das sehr. Ich vermisse meine Eltern jeden Tag. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.